Wie entsteht eigentlich ein Gefühl? Ich habe dir bereits von den Wahrnehmungskanälen erzählt, mit denen wir Menschen Informationen aus unserer Umwelt aufnehmen und dass es vor allen Dingen eine Rolle spielt, was davon auf unserer inneren Verarbeitungsebene präsent wird. Je nachdem, was wir vor unserem inneren Auge sehen, in unserem auditiven Denkapparat hören und wie wir uns in Bezug auf unser Bauchgefühl verhalten, spiegelt sich das Ganze auf unserer Gefühlsebene wider. Sehe ich etwas Schönes vor meinem inneren Auge, bekomme ich ein Gefühl der Freude. Sehe ich ein Worst-Case-Szenario mit einem relativ düsteren Zukunftsbild, werde ich auch ein Feedback auf Gefühlsebene erleben. Ähnlich geschieht es, wenn ich mich selbst auf der inneren Denkebene kritisiere oder abwerte. Auch dort wird sich wieder ein Gefühl ergeben, was sich für mich eher schlecht anfühlt. Ebenso, wenn ich etwas mache, was ich eigentlich gar nicht machen möchte oder eben tatsächlich etwas noch nicht mache, was ich aber gerne machen oder erleben möchte. Auch hier werde ich Unzufriedenheit ernten. Ich verstehe Gefühle also als Feedback-Mechanismus. Je nachdem, womit ich meine innere Verarbeitungsebene füttere, bekomme ich auch entsprechendes Feedback darauf. Dieser Bewertungsmechanismus ist autark. Das heißt, ich habe im Prinzip keinen Zugriff darauf, mit welchem Gefühl ich auf eine entsprechende Information reagiere. Es bringt also nichts zu versuchen, dass ich gefühlsmäßig anders auf Präsenzen reagiere. Doch was wir machen können ist, wir brauchen neue Grundlagen, auf denen wir ein neues Gefühl aufbauen können. Nehmen wir mal als Beispiel, du bist Student, du stehst vor einer wichtigen Klausur und hast den Gedanken, was passiert, wenn ich die Klausur nicht bestehe? Wenn du bei diesem Gedanken bleibst, wirst du auch entsprechendes Gefühl dafür ernten. In Bezug darauf könnte ich dich im Gespräch Folgendes fragen. Du hast also die Befürchtung, die Klausur nicht zu bestehen und das wäre überhaupt nicht gut für dich. Ist das dein Ziel? Und du würdest sagen, natürlich ist das nicht mein Ziel. Und darauf würde ich dich fragen, okay, was ist dein Ziel? Und wenn du dann sagst, na, dass ich nicht durchfalle, dann wirst du ein Bild davon vor dem inneren Auge haben, wie du die Klausur nicht bestehst. Du brauchst auf deiner Präsenzebene also neue Informationen, die mit guten Gefühlen einhergehen. Stell dir doch einmal vor, wie du die Klausur abgibst, hast ein breites Grinsen im Gesicht und siehst dich dann, wie du die Klausur korrigiert zurückbekommst und du hast eine 1- kassiert. Und dieses Gefühl ist auch wieder ein Feedback auf einen neuen Gedanken, den du selbst erschaffen hast.